3 Dinge, die du tun musst, bevor du einen eigenen Online-Kurs erstellst und damit viel Zeit, Geld und Nerven sparst. Du hast eine tolle Idee und möchtest am liebsten sofort mit eigenen Online-Kursen starten? Super, ich gratuliere dir zu diesem Schritt zu einem erfolgreichen Online-Business. Doch bevor du startest, beachte bitte diese 3 Dinge und bleib bis zum Ende dran, um auch alle 3 Punkte mitzubekommen. Mit Online-Kursen starten. Nummer 1, deine Zielgruppe. Wenn jemand einen ersten Online-Kurs erstellen will, dann frage ich immer, okay, und für wen soll der denn sein? Ja, für alle, die den kaufen mögen. Okay, klar, das sollten am besten alle deine tollen Methoden und Therapiemöglichkeiten kennen, doch im Idealfall ist das eine ganz spitze Nische, um im Online-Business erfolgreich zu sein. Um deine Zielgruppe besser zu definieren, beantworte einfach folgende W-Fragen. Wo wohnt meine Zielgruppe? Wo ist sie ansässig? Irgendwie auf dem Land oder in der Stadt, in Hamburg oder Berlin? Wie ist das Verhältnis Männer, Frauen? Bist du für alle da oder nur für Frauen und nur für bestimmte Frauen? Wie alt ist deine Zielgruppe? Welche Sprachen spricht sie? Welcher Einkommensgruppe, welcher sozialen Schicht gehören deine Kunden an? Auch das ist nachher ausschlaggebend für die Ansprache. Du fragst dich, woher du das alles wissen sollst. Da gibt es auch wieder 2 Möglichkeiten. Entweder du bist schon tätig mit einer Offline-Tätigkeit und hast schon eine bestimmte Zielgruppe, die immer wieder auftaucht bei dir. Dann nimm diese und im Idealfall ist das die, mit der du auch am liebsten zusammenarbeiten möchtest. Oder du wählst die Gruppe, die eher so deine Traumkunden sind, also mit der du eigentlich in Zukunft gerne zusammenarbeiten möchtest. Oder du gehst von dir aus und fragst dich einfach, mit wem möchtest du gerne zusammenarbeiten? Auch das ist super wichtig. Mit wem fühlst du dich wohl? Was ist dein Idealkunde? Wen möchtest du jetzt in Zukunft ansprechen? Im Idealfall stimmen beide Sachen überein, sodass du schon eine Community aufgebaut hast von Leuten, mit denen du super gerne zusammenarbeitest. Das wäre jetzt meine ideale Voraussetzung für erste eigene Online-Kurse. Und für einen Online-Kurs ist es vielleicht noch nicht so wichtig, ob das wirklich dein Traumkunde ist. Aber wenn du dann später ein Gruppenprogramm oder ein 1:1 weiterführend verkaufen möchtest, dann solltest du wirklich Spaß haben an diesen Menschen, die sich dann bei dir melden. Und so möchtest du ja auch deinen Sales Funnel, deinen Verkaufstrichter mit Online-Kursen, zum Beispiel mit der Minikursmethode, wie ich es sehr erfolgreich mache, anziehen, sodass nur noch Traumkunden mit dir nachher im Gratisgespräch sind und super gerne deine Kurse kaufen, deine Gruppenprogramme oder 1:1 Programme. Du solltest also erstmal eine umfangreiche Recherche führen, Leute befragen, Muttis befragen, bevor du jetzt ihnen irgendwie einen Kurs verkaufen möchtest. Und am besten machst du dann 3 Gespräche mit der Zielgruppe, die du da jetzt ausgewählt hast, und fragst sie mal, was sie für Wünsche haben, was sie für Sehnsüchte haben, was sie für Probleme haben. Schon hast du 3 tolle Interviews, die würde ich auch aufzeichnen, um genau die Sprache zu verwenden, die dann sprechen, sagen, ich bräuchte Hilfe bei, so. Und dann hast du ein Thema, was du gleich auf der Landingpage oder im Online-Kurs bearbeiten kannst. Super wichtiger Tipp. Zielgruppe als erster Schritt, führe eine Recherche durch, damit du absolut sicher sein kannst und damit du viel von deiner Zielgruppe bereits profitierst, bevor du unzählige Stunden in einen Online-Kurs steckst. Auch die Art und Weise, wie Menschen deiner Zielgruppe mit digitalen Medien umgehen, ist womöglich etwas anderes, wenn du 18-jährige TikToker ansprichst, die sich sofort auskennen mit, wo ist der Button zum Kaufen oder Runterladen oder so weiter. Oder ob du 55 plus ansprichst, die vielleicht noch Schwierigkeiten haben und für die man gerade web.de das A und O des Online-Business ist. Also überlege einfach, ob du Leute über Mail ansprichst, über Facebook, über verschiedene Social-Media-Plattformen und wie auch der Kurs später aufgebaut werden muss, damit diese Person sich dort zu Hause fühlt. Ganz wichtiger Punkt. Punkt Nummer 2, deine Inhalte. Bevor du jetzt also hunderte von Stunden investierst, um einen super gut ausgeleuchteten, technikaffinen Kurs zu machen, den nachher keinen interessiert, solltest du doch lieber erstmal mit einem ersten Minikurs starten. Erstmal gucken, ob das bei deiner Zielgruppe ankommt, ob Interesse besteht, was sie interessiert und dann mit diesem Thema wachsen.
Du kannst zum Beispiel einen Minikurs in 24 Stunden erstellen. Das klingt super schnell, aber ich habe dir gerne ein Tutorial bereitgestellt, wie du in 24 Stunden wirklich deine ersten Inhalte digitalisierst. Zum Beispiel mit einem Art PDF, einem ersten E-Book, was dir sowieso im Kopf rumschwirrt und was immer der Anfang deines Themas ist. Also von A nach B das Problem zu lösen, der erste Schritt, die erste Kirsche auf deiner Schwarzwälder Kirschtorte, also die erste kleine Ringel von deinem Leuchtturm, den ich gehen muss, damit ich dann irgendwann bei dem großen Thema mit dir ankomme, also deine große Transformation mit dir erreiche. Was ist diese Transformation, die du bereitstellst mit deinem Coaching? Stell das einfach zusammen, deine Inhalte, das wäre dein 1:1 Coaching-Paket in einer langen Form und ein Minikurs ist ein erster Schritt auf dieses Thema zu. Das konnte mir als erstes helfen, eine Art Ratgeber, eine Art SOS-Paket und schon fühle ich mich bei dir zu Hause, haben wir wieder das Wort. Und du ziehst eine Community an, die dann wirklich deine Kurse kauft. Ein sogenanntes No-Brainer-Produkt, also eins, worüber ich nicht nachdenken muss, ob ich es überhaupt brauche, sondern ich schnappe es mir sofort und lade über die 3, 4 Buttons zum Kaufen auf deiner Landingpage sofort mir dieses E-Book oder was auch immer runter, weil es so super gespickt ist mit tollen Inhalten. Das wäre das Ideal dieser Minikursmethode. Erzeuge einen Sog mit einem mega coolen Produkt, mit einem mega tollen Namen und mit einem günstigen Preis. Später kannst du teurer verkaufen. Erstmal musst du die Tür aufstoßen zum Herz deiner Kunden und das machst du am besten mit einem Minikurs. Mehr findest du in meinem Minikurs in 24 Stunden und in meinem Buch Die Minikurs-Methode. Kommen wir zu Punkt Nummer 3, deine Sichtbarkeit. Wenn du so aus dem Nichts startest, dann wird der erste Online-Kurs wahrscheinlich in die Hose gehen. Niemand weiß von dir, niemand hat dich vorher je gesehen. Fange also mit der Erstellung deines Kurses, also heute an zu posten. Zeig dich mit diesem Thema, zeig dich mit der Lösung und erzähl den Menschen, was du für sie hast. Nicht unbedingt sofort mit dem Kurs wedeln, sondern mache 6 Posts, einfach mal Themen aus dem Inhalt, stell Fragen zu dem Inhalt, bau dir eine Community auf, das dauert Zeit, ne? Man sagt nicht umsonst, du solltest 100 Content Pieces machen, bis überhaupt dein Kanal richtig läuft. Also 100 Mal posten, 100 TikToks, 100 Instagram-Posts, 100 Mal bei LinkedIn irgendwo was posten, kommentieren, interagieren mit anderen. Bau dir die Community vorher auf, ganz wichtig, bau dir die Sichtbarkeit vorher auf. Mit Facebook, Meta-Ads, Google Ads ist es super, Traffic auf deine Online-Kurse zu lenken. Das ist dann aber auch schwieriger, wenn du noch gar keine Community hast. Also solltest du beides gleichzeitig wachsen lassen. Erst Community aufbauen, dann anfangen, Traffic über Werbeanzeigen zu schalten und schon explodiert dein Business. Das ist absolut kein Hexenwerk und das ist absolut machbar. Dafür brauchst du einen Sales Funnel aus geeigneten, tollen Online-Kursen, Minikursen, die sozusagen die Reichweite für dich ermöglichen, indem Leute sagen, oh, das gucke ich mir mal an, kommentieren sogar die Werbekampagne, kommentieren deine Beiträge, weil sie es toll finden. Auch das kannst du mit den modernen Medien jetzt erreichen. Du solltest Videos machen, tolle Anzeigen machen und du solltest authentisch sein. Und hier haben wir wieder den Punkt, Community aufbauen, authentisch, sichtbar, jeden Tag etwas posten, wenn du kannst. Wenn du es nicht kannst, stell eine Assistentin ein. Aber ich empfehle dir einfach auch aus der Freude heraus, mal eben ein Reel zu erstellen. Zwischendurch mal eben in der Mittagspause, während du noch irgendwie die Kürbissuppe am Mund hast. Schon kannst du mit authentischen Videos, mit authentischen Posts viel mehr Energie bewegen als irgendwie so vorgeplante Dinger. Musst du testen für dich, was das Richtige ist. Ich empfehle auch hier wieder einen Mix und baue diese Community auf, baue die Sichtbarkeit auf und unterschätze nicht, was jeder Post für dich einen weiteren Tropfen sozusagen den Stein höhlt, dass irgendjemand irgendwann bei dir der Kunde wird. Du brauchst so viele Sichtbarkeitsanknüpfungspunkte heutzutage
und fange heute mit dem ersten Post an, wenn du dieses Video siehst. Mein Fazit also aus diesem Video: Du solltest vorher eine gute Recherche machen, solltest dir wirklich überlegen, ob jemand dieses Thema braucht, was du da gerade anfängst zu erstellen. Du brauchst keine teure Technik, ein gutes Handy reicht oder ein Zoom-Video, was auch immer du zur Verfügung hast. Es kann am Anfang sogar ein PDF sein. Dein erster Online-Kurs ist ein Workbook oder ein erstes Rezeptebuch mit deinen Abnehmrezepten, die du jahrelang getestet hast. Bring dein Wissen jetzt in Online-Kurse, führe vorher diese Recherche durch. Melde dich gern bei mir, wenn du deine Online-Kurse jetzt professionell aufnehmen möchtest, wenn du damit ein automatisiertes Online-Business aufbauen möchtest, voller Spaß und Freude an deiner Traum-Community. Viel Spaß damit, deine Jyotima. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.